glaube, ich habe einen Plan. Ah sì, delle Michelin. Moin Moin, ihr Flachlandpiraten, ich hoffe euch geht's gut. Herzlich willkommen zum nächsten Teil meiner Sardinienreise mit dem Bike. Heute gehen wir hier hin. Das sieht ein bisschen unauffällig steinhaufenmäßig aus, aber es ist ein Dorf von den Ureinwohnern Sardiniens. Davon gibt es, ich glaube, 7000 auf dieser Insel. Völlig absurd. Wir besuchen heute dieses und schauen uns das genauer an. Und wir rippen einmal komplett über die Insel von Ost nach West, um mal die andere Seite dieser Insel kennenzulernen. Mein Ziel auf der anderen Seite der Insel? Ein mysteriöses Haus in einem Kreisverkehr, das 2 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Aber mehr zu der Geschichte gleich. Es ist höllisch warm. Ich freue mich riesig. Los geht's. Mein Tag beginnt frühmorgens in Abatax an der Ostküste Sardiniens. Ja, moin moin. Es herrscht hier gerade auf der Insel ein großes Problem, und zwar, es gibt kein Benzin. Nee, guckt euch das an, das ist alles zu. Salve. Do you have benzina? Because the other one was empty, yeah? It's okay? Alright. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube, was wirklich schnell vergessen wird, ist so ein bisschen dieser Gedanke, dass Sardinien aus Meer besteht als nur Meer und Küste und geilen Stränden und vielleicht ein bisschen Berge an der Küste, sondern dass es auch ein wunderbar schönes Inland hat, wo einfach absolut nichts los ist. Oh, guckt euch das Navi an, Alter, wie geil das aussieht. Gott! Ey, wie krass das hier ist. Da vorne geradezu ist so ein riesen Observatorium. Da seht ihr das Observatorium? Ey, voll geil. Ich schau mal, ob ich da reinfahren kann. Das wäre cool. So. Keine Schranke oder irgendwas. Ich bin ja ein totaler Sucker, was sowas angeht. Ne? Ich liebe so Weltraumgedöns, das fasziniert mich einfach komplett. Ich glaube, wenn ich nichts mit Video machen würde, dann würde ich sowas machen. Allerdings war in meiner Schulzeit immer das Problem, dass ich nicht sonderlich gut war. Also ich war schon ganz gut, aber nicht gut genug in Physik und Mathe. Und Alter, what the fuck, Alter, guckt euch das mal an. Holy damn. Oh mein Gott, wie schön das ist. Das ist ja mal völlig absurd. Oha. Da sind Kühe. Ich habe gelernt, mit denen legt man sich besser nicht an. Wow. Alter. Scheiße, wie das aussieht hier. Oh mein Gott. Ja, ich muss sagen, ich habe Angst vor Kühen. Es gibt unfassbar viele Leute, die durch Kühe verletzt werden. Deswegen zische ich mal ein paar Meter ab. Wow, geil. Alter Schwede, ist das fett. Ja, der guckt schon so, als würde er mich aufspießen wollen. Ich fahre mal kurz 5 Meter weiter runter wieder. Sketchy! Absurdistan, ey. Meine Güte. Das Krasseste finde ich, den Berg da hinten, auf dem einfach Schnee liegt. Schnee. Das größte Problem auf meinen Reisen ist immer, dass ich mir immer so Tagesetappen vornehme von so 300-400 Kilometern. Und denke mal so, ja, das wird schon sportlich, aber so gegen 18, 19 Uhr bin ich wieder daheim. Dann realisiere ich, es ist 12 Uhr, ich bin erst 20 Kilometer gefahren. Jede Kurve ist geiler als die nächste. Ich halte alle 5 Meter an, weil ich irgendwas filmen will. Das ist Katastrophe, ich komme überhaupt nicht voran. Aber ist nicht schlimm. Ich habe ja nur noch 470 Kilometer vor mir heute. Naja, gut. Ich döne jetzt hier mal noch ein bisschen lang. Ich habe ja noch ein bisschen Termine. In 45 Minuten ungefähr bin ich bei meinem eigentlich ersten Ziel. Nämlich die Ausgrabungsstätte der Nuragen-Kultur. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, ehrlich gesagt, es wird einfach nur ein Steinhaufen sein. Aber ich finde sowas total fascinating, deswegen los geht's!
Auf meinen Reisen rettet mir ein Tool regelmäßig den digitalen Hintern und das lege ich euch auch sehr ans Herz, nämlich NordVPN. Nicht in allen Ländern sind immer alle Inhalte verfügbar. Das nennt sich dann Geoblocks. Mit NordVPN kann man diese Sperren umgehen, anonym surfen und sicher auf alle Inhalte weltweit zugreifen. Denn VPNs verbergen den eigenen Standort. NordVPN hat zudem einen eingebauten Bedrohungsschutz, der euch online vor Schadsoftware schützt. Und am allercoolsten, NordVPN behält keine Aktivitätenprotokolle. Es gibt also keine Nachweise darüber, was genau ihr im Netz treibt. Checkt jetzt über nordvpn.com/adventurous einen dicken Rabatt auf den 2-Jahresplan ab. Dazu erhältst du noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, falls du nicht zufrieden bist. So, Ladies and Gentlemen, wir sind an der Nuragen-Festung angekommen. Oder beziehungsweise es ist keine Festung, das ist einfach ein normales Dorf. Hier haben die Ureinwohner von Sardinien gelebt und von diesen, wie gesagt, es sind keine Festung, von diesen Dörfern gibt es ungefähr momentan noch 7000 Stück. Man geht davon aus, dass es ungefähr 10.000 gab insgesamt auf der Insel, was schon absurd ist. Und hier haben diese Communities gelebt. Die Hochzeit der Nuragen-Kultur war 1500 vor Christus, also noch deutlich vor dem Römischen Reich. Was ich super spannend finde, ist, dass das nicht unbedingt Dörfer waren, die nah am Meer sind, dass man sagt, okay, sie beschaffen sich die Nahrung vor allem in Form von Fischen oder sowas. Nee, wir sind hier wirklich viele, viele Kilometer im Land drin. Die meisten dieser Festungen, Dörfer, sind wirklich im Landesinneren, in den Bergen, vor allem auf den Bergen. Also wir sind hier gerade auf so einem Hochplateau. Es gibt sehr, sehr wenig, was hier höher ist. Ja, es ist nicht mehr sonderlich viel übrig geblieben. Wir gehen jetzt gleich mal rein, aber ich blende euch jetzt mal hier einen 3D-Render ein. Da seht ihr mal, wie gigantisch das eigentlich war. Und man weiß bis heute nicht so ganz, wie haben die das eigentlich gebaut. Und woher wussten sie, dass man das so baut? Wie haben sie die Steine transportiert und so weiter? Über das Volk der Nurager selbst ist leider nicht viel bekannt, weil es keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Alles, was wir über sie wissen, wurde aus Fundstücken abgeleitet. Orte wie dieses Dorf hier, Werkzeuge, Waffen und Schmuckstücke. Gehen wir mal rein in den Bad Boy hier. Könnt ihr ein bisschen meine Begeisterung teilen für so alte, zerfallene Dinger? Weil man muss sich ja mal überlegen, vor 3.000, 4.000 Jahren sind die Leute hier lang gelaufen. Genau auf diesem Quadratmeter, auf dem ich mich gerade befinde. Das ist absurd. Ich finde das richtig cool. Crazy. Ich muss sagen, ich fange das erste Mal auf diesem Trip ein bisschen an zu schwitzen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, hier haben sie jetzt mal exemplarisch 2 dieser Hütten wieder aufgebaut. Es sind natürlich bei den meisten Hütten nur noch so ein bisschen die Grundrisse übrig geblieben, aber hier haben sie jetzt einfach mal gesagt, so sahen sie aus. Süß. Geiles Erlebnis, also und vor allem, es ist so, das ist Sardinien, also das ist wirklich Sardinien. Das ist einfach, das sind die Ureinwohner, das ist wirklich diese Urkultur. Und das Interessante ist, ich habe an der Fähre einen getroffen, der hat hier ein Haus und der hat mir erzählt, und das weiß ich jetzt nicht, ob das genau so stimmt, aber er hat mir erzählt, dass 50% aller Sardinen, die hier noch wohnen, das Erbgut haben noch, also dieses Gen, das Nuragen-Gen. Der Grund für den Untergang der Nurager ist nicht wirklich klar. Wahrscheinlich durch die Ansiedlung und Angriffe anderer Mittelmeerkulturen. Nur ihre Bauten bleiben als stille Zeitzeugen zurück. Die Insel ist voller Bodenschätze und war daher immer ein beliebtes Ziel. Deswegen wurden die anderen angegriffen, die armen Schnuggis. Aber wer weiß, vielleicht waren sie ja auch selbst nicht unbedingt die freundlichsten. Man weiß es ja nicht. Gott, war das geil hier. Cool, weiter geht's. Für mich geht's auf traumhaften Straßen weiter Richtung Westen. Und falls ihr genau diese Tour 1:1 nachfahren wollt, könnt ihr einfach dem Link in der Beschreibung folgen. Da habe ich euch eine Navigationsdatei gebaut zum Download. Die könnt ihr dann ganz unkompliziert auf euer Navi oder in irgendeine App importieren. Zum Beispiel Kalimoto. Für mich sind es noch 73 Kilometer bis zu dem berühmt-berüchtigten Kreisel, der kein Kreisel war ursprünglich, wo ein Haus in der Mitte drin steht. Da freue ich mich sehr drauf. Oh, ist das ein Träumchen, Alter. Diese Aussicht, das erinnert mich extrem an Marokko, an die Gegend um Fez rum, wo es einfach komplett grün war, wo du so dachtest, so, hä? Woher auf einmal? Und hier ist genau das Gleiche so. Es ist die ganze Zeit so ein bisschen schroff, felsig. Oh, sorry, der musste raus. Ich habe gerade eine Fanta getrunken. Und auf einmal ist hier einfach alles Windows XP, Alter. Einfach Windows XP. Und das Beste an der ganzen Geschichte, ihr seht es ein bisschen an meinen Ärmeln, ich konnte endlich meine Regenjacke, meinen Windstopper ausziehen. Ich habe jetzt nur noch meine Protektorenweste an.
Und oh mein Gott, es ist ein Gefühl der Freiheit, Alter. Kannst du gar nicht in Worte fassen. Ihr selbst versteht's, wenn ihr selbst Motorrad fahrt und mal so die ein oder andere Tour gemacht habt. Und es gibt so Tage auf diesen Touren, die einfach absolut alles irgendwie, was an Leid bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat, relativieren. Und es war völlig egal, bei absoluter Kälte über die Alpen zu müssen und so. Und die Fährfahrt dann nachts um 10 erst ablegen und so. Das ist ja alles irgendwie auch Reisestress, sage ich jetzt mal. Und auch so Sachen, auf die man gerne verzichten würde, aber es geht halt nicht anders. Aber dann kommst du hier an und es ist einfach, die Felder blühen. Der Asphalt ist perfekt, die Mühle schnurrt. Es ist, ey, wirklich, ich könnte heulen vor Glück. Ich glaube, manchmal braucht man auch solche Momente, um mal ein bisschen zu realisieren, wie gut es einem wirklich geht. Oh, gerade an Tagen, wo halt mal wieder ein bisschen schlechtere Laune angesagt ist. Gott! Ah! Gott! Und Kurven schneiden tun sie wie die ganz Großen hier. Da ist er, der berühmt-berüchtigte Kreisel. Können wir mal schauen, ob wir hier drauf fahren können. Komm, machen wir mal. Die Geschichte ist eine ganz tragische tatsächlich. Dieses Haus ist nämlich der Grund für den grausamen Tod von einem Pärchen aus Luxemburg. Vor knapp 15 Jahren wurde hier ein Kreisverkehr gebaut. Das war ursprünglich einfach eine gerade Strecke. Die Familie, die in dem Haus gewohnt hat, wurde woanders hingeschoben. Zurück blieb ein Haus, das aber nicht abgerissen werden durfte. Denn die Behörde für Architektonisches und Landschaftserbe machte klar, dass Gebäude, die älter als 70 Jahre alt sind, wie dieses Haus, nicht einfach abgerissen werden können. Das Gebäude habe für die Region gegebenenfalls kulturellen Wert, der erst ermittelt werden müsste. Und die Tatsache, dass ich hier jetzt stehe und einigen tausenden Pappnasen auf YouTube von diesem Ort erzähle, gibt ihnen ja wohl irgendwie recht. Es scheint ja wohl irgendeinen kulturellen Wert zu geben. Also blieb das Haus stehen und es passierte einige Jahre lang nichts. Bis zum September 2014. In einer Septembernacht vor 10 Jahren fuhr ein Pärchen aus Luxemburg diese besagte Straße entlang. Wie in Italien üblich, mit leicht überhöhter Geschwindigkeit. Sie sahen den nicht beleuchteten Kreisverkehr nicht rechtzeitig und fuhren mit voller Geschwindigkeit in das Haus. Erst am nächsten Morgen um 8 Uhr entdeckte jemand den Unfall. Doch für beide kam jede Hilfe zu spät. Zu wissen, was hier passiert ist und die Karosserieteile auf dem Boden anzugucken, verursacht bei mir Gänsehaut. Ja, 100% ist das von dem Unfall. Ja, das ist absurd, wenn man weiß, also wenn man diese Geschichte kennt, ne? Hier liegt auch noch ein Stück Spiegel und so. Crazy. Der Unfall trat eine große Diskussion los. Allein die Tatsache, dass der Kreisel komplett unbeleuchtet im Nirgendwo nach einer langen Geraden auftaucht, wurde kritisch beäugt. Aber bis heute hat sich nichts getan. Auch 10 Jahre nach dem Unfall gibt es hier keine Beleuchtung. Aber damit ich jetzt nicht nur hierher gekommen bin wegen diesem Kreisel, sondern tatsächlich auch noch die andere Seite der Insel, also das Meer noch gesehen habe. Ich wollte gerade fast sagen den Atlantik, aber so weit im Westen sind wir leider nicht. Deswegen fahren wir jetzt noch kurz an den Strand hier. Es ist so, diese Orte hier, die sind so malerisch. Aber was extrem krass ist, ist dieser Temperaturunterschied. Den nimmt man auf jeden Fall wahr. Also das Meer kühlt extrem ab. Es ist interessanterweise in den Bergen wärmer als am Meer. Und damit kommt tatsächlich auch schon der nächste Teil meiner Sardinienreise zum Ende. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch sehr gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ja, einen Daumen nach unten, wenn nicht. Falls ihr diese Tour 1:1 nachfahren wollt, habt ihr einen Link in der Beschreibung mit der Navigationsdatei. Die könnt ihr einfach auf euer Navi laden oder irgendwelche Apps, zum Beispiel Kalimoto oder sowas. Und dann könnt ihr die Tour genauso nachfahren, wie ihr sie hier bei mir auf YouTube gesehen habt.